Was für mich schon immer eine große Rolle gespielt hat, war Filmmusik, weil ich einfach Filmmusik schon immer sehr eindrucksvoll fand, wenn die Filme mich begeistert haben und die Musik das untermalt hat. In diese Richtung wollte ich auch schon immer gerne experimentieren und ich habe auch bei dem ein oder anderen Techno-Stück oder House-Stück, das ich schon gemacht und veröffentlicht habe, das Gefühl, dass da durchaus cinematische Momente vorkommen. Das Gefühl wollte ich schon noch ein bisschen mehr herauskitzeln, auch in diesem Album, weil es einfach interessant ist, Bilder zu erzeugen durch Musik oder Bilder zu unterstützen. Außerdem habe ich auch schon immer eine große Leidenschaft für Ambient, klassische Musik, auch ein bisschen Elektronika, experimentelle Musik. Die Sachen haben mich einfach immer schon interessiert, auch von der Beatstruktur. Da kommt auch ein bisschen meine Hip-Hop-Ursprünglichkeit her, dass man zwar mit Beats arbeitet und viel mit Bässen, aber nicht unbedingt in einem geraden Raster. Aber alles eher im sehr tiefgründigen, ruhigen, aufgeräumten, minimalistischen, aber auch irgendwie euphorischen und atmosphärischen Kontext. Und die Motivation hatte ich eigentlich schon immer und in diesem Album wollte ich das mal sammeln. Ich bin an die Stücke auf dieses Album so herangegangen, dass ich nicht von Anfang an ein Album geplant habe, das in diese Richtung gehen soll. Ich hatte Spaß mit diesem Instrumentarium, mit diesem Paket, das ich mir zusammengestellt habe, zu arbeiten und bin dann relativ schnell mal zu 5, 6 Stücken gekommen, die mir dann eine Richtung vorgegeben haben, die ich dann auch erkennen konnte. Diese einzelnen Stücke hatten aber auch schon in sich spezifische Assoziationen, die ich nach dem Machen erkannt habe, wie zum Beispiel der Titeltrack Dämmerlicht. Das Dämmerlicht an sich ist zweimal am Tag da, man wird es jeden Tag miterleben, ob bewusst oder unbewusst, und es ist immer ein Wechsel, es ist immer eine gewisse unklare Stimmung. Dann gibt es auf dem Albumtitel, wie zum Beispiel Immer da, wo eine Geschichte dahinter steckt. Es gibt Im Holz, wo ich Erfahrungen im Wald zum Beispiel sehe in dem Titel. Und im Dämmerlicht machen all diese Titel Sinn. Zum Beispiel Dämmerlicht im Holz, Dämmerlicht am Grund oder Dämmerlicht in der Höhle. Es gibt Titel, die in diese Richtung gehen und da habe ich diesen sehr passenden Gesamtkontext gefunden. Die Auseinandersetzung mit wiederum vielen Naturreferenzen auf dem Album hat bei Dämmerlicht nicht so viel zu tun mit meiner Herkunft, mit meiner Heimat, wie jetzt zum Beispiel bei Hinterland. Bei Hinterland habe ich versucht, auch eine ganz gewisse emotionale, teilweise zwischenmenschliche Stimmung herauszudefinieren. Nicht nur landschafts- und naturbezogen, auch eine charakterliche Sache. Bei Dämmerlicht bezieht sich der Inhalt viel weniger auf meine eigene Person und auf das, wo ich herkomme und ich als meine Ursprünge und Heimat bezeichne. Das ist viel umfassender auf der einen Seite, spezifischer auf der anderen Seite im Sinn von eingetaucht in einzelne Geschichten, die diese einzelnen Stücke erzählen. Bei dem Titel Immer da auf dem Album findet sich zum Beispiel auch eine sehr wahrheitsgetreue, nicht so sehr assoziative Geschichte, dass ich nach einer sehr intensiven Zeit 2 Jahre lang viele Touren, viele Gigs, viele Shows, eine sehr neue Erfahrung für mich, sehr gebündelt kam und ich in dieser Zeit dann teilweise auch ein bisschen an meine Belastungsgrenzen gekommen bin und nach dieser Zeit dann die erste Auszeit eigentlich nach 2 Jahren hatte, wo ich mich dann auch nochmal auf das Album intensiv konzentrieren konnte, wo mir dann eine Sache in die Quere kam. Ich hatte dann so eine Art Tinnitus auf dem Ohr, so ein tieffrequentes Brummen
das mich am Anfang ein bisschen verrückt gemacht hat, weil ich nicht genau gewusst habe, wo das herkommt, bis ich irgendwann darauf kam, dass es wirklich eine interne Ohrenproblematik ist. Dachte ich vorher, vielleicht kommt es ja von außen, weil ich genau in dieser Zeit auch in einem neuen Haus gewohnt habe, wo ich in eine Kleinstadt in Bayern gezogen bin. Und da habe ich viel Recherchearbeit geleistet bezüglich dieses Brummtons und bin dann irgendwann mal bei einem Heizkraftwerk, bei einem geothermischen Heizkraftwerk für Fernwärme gelandet, wo wirklich auch tatsächlich ein sehr lauter Brummton davon ausging. Und ich dann dort war und das Brummen mit meinem Audiorecorder aufgenommen habe und zu Hause in Ableton dann analysiert habe, frequenzmäßig, und ich dann dieses Brummen verarbeitet habe in einem Stück, und zwar direkt. Also ich habe das Sample genommen und habe eine Streichermelodie harmonisch angepasst an die Frequenz dieses Brummtons und habe da diese Stimmung aus diesem nach Bayern zurückziehen, also mit einer gewissen Bedrückung und auch Unzufriedenheit wegen der Gesamtsituation, da wo ich einfach ein bisschen müde und kaputt war, versucht zum Ausdruck zu bringen. Und dieser Ton ist eigentlich charakteristisch für diese Zeit auf eine gewisse Weise. Und diesen Tinnitus, den kriege ich dann, wenn ich wirklich zu viel Stress habe. Also wenn ich wirklich zum Beispiel zu viel auch körperlich irgendwie gearbeitet habe oder zu viel psychischen Stress habe, zu viel Reisen, zu viel auf Tour oder einfach auch persönliche Dinge, wie auch immer. Das ist so eine Art, ja, man kann fast sagen, Gradmesser. Das ist wie so ein Warnton fast schon. Das hat mich halt einfach nur so irritiert, weil es so tieffrequent war und nicht dieser klassische Piepston, den man sonst als Tinnitus kennt. Es war kein völlig anderes Arbeiten, ein Album zu erstellen, das aus diesem Gerüst rauskommt. Das Sample-basierte habe ich noch ein bisschen mehr hervorgehoben, da bin ich auch noch ein bisschen mehr in die Richtung gegangen, wie man es vielleicht herkömmlich im Hip-Hop-Bereich auch macht. Es sind auf jeden Fall organischere Sounds drin, es sind Field-Recordings drin, die teilweise aber noch subtiler verarbeitet wurden, wie jetzt zum Beispiel bei Hinterland. Diese Ästhetik führt, denke ich, dazu, dass das Album ein bisschen organischer klingt als zum Beispiel das Iffy-Album, welches sehr klubbig war und sehr synthetisch im Sinn von der Klangfarbe. Also als Richtungswechsel sehe ich das keineswegs an, denn diese Richtung, die auf diesem Album dargestellt wird, ist, wie gesagt, auch auf anderen Veröffentlichungen schon auch in Ansätzen da gewesen. Das heißt, das ist was, das mich seit meiner ersten Veröffentlichung Plangent 001 begleitet. Da gab es dieses Intro, das ist eigentlich auch ein eigenständiger kurzer Track, und ich würde sagen, dieser Track geht schon sehr in diese Richtung. Ich habe auch die nächste techno-lastigere EP schon fertig, die dieses Jahr auch noch rauskommen wird, und das bereitet mir genauso viel Freude wie früher, nur möchte ich mich nicht nur darauf versteifen. Ich sehe es als interessantes Projekt an, auch musikalisch außerhalb des Four to the Floor Gerüsts zu arbeiten.